Ja, herzlich willkommen am Stand von Same Dimension. Heute zu Gast Christoph Schulze-Stentrop. Vielen Dank, dass du heute Nachmittag zu uns gekommen bist, hier live auf der Agritechnica. Bei Same Dimension geht es darum, Spot-Spray-Karten zu erstellen für die präzise Herbizid-Applikation. Und heute gucken wir uns mit dem Christoph Schulze-Stentrop zusammen an, wie diese Applikationskarten auf dem Hardy-Terminal funktionieren. Same Dimension ist also zuvor das theoretische Feld abgeflogen. Wir haben alle Unkräuter erkannt und die Positionen der Unkräuter in eine Applikationskarte geschrieben, die wir dann dem Kunde, dem Hardy-Spritzenbesitzer quasi übergeben. Und der Landwirt ist jetzt daran, diese Applikationskarte aufs Terminal raufzuladen. Und jetzt interessieren wir uns heute dafür, wie funktioniert die Applikation jetzt mit Hardy? Ja, wir bei Hardy haben ja Isobus-Systeme als mehr oder weniger Standard seit Jahren im Bereich. Es gibt vielfältige Geräte draußen, die unterschiedliche Ausstattung haben. Das heißt, eine automatische Teilbreitenschaltung, die ja Voraussetzung ist eigentlich serienmäßig vorhanden. Wir haben immer mehr Geräte mit Einzeldüsenschaltung, sodass man den Spot dementsprechend kleiner regeln kann. Damit wird der Nutzen natürlich größer und der Einstieg in alle Smart Farming Precision Applikationen mit Herbizidanwendungen liegt eigentlich darin, über eine vorgearbeitete Karte die Applikation durchzuführen. Wir tun uns natürlich im Augenblick besonders schwer, weil der politische Druck hoch ist. Durch die Green Deal Farm-to-Fork-Diskussion kriegen wir natürlich extrem Druck rein, nachzuweisen, wie wir Mittelmengen einsparen können. Und da ist gerade das Spot-Spraying der Herbizide eine Benchmark-Technologie und deswegen sind wir auch froh darüber, dass wir mehr und mehr Anbieter zwar kriegen, aber mit Same Dimension haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, die passende Karten relativ schnell zur Verfügung stellen können, weil das Wichtigste in der Applikation ist ja immer, gerade bei Herbiziden, dass man schnell reagieren kann. Das heißt, die Witterung spielt mit, ich kann mit wenig Pflanzenschutzmitteln arbeiten, muss aber wissen, wie die Applikationskarte ist. Das hilft mir also nichts, wenn ich sag mal, einen Datenlayer vom letzten Jahr habe und damit arbeiten kann. Das ist immer das Wichtigste, wo wir sagen, okay, schnell reagieren, Daten müssen da sein. Wir werden es vor Ort nicht machen, wir brauchen den Dienstleister und damit sind wir genau immer dabei. Wir kriegen die Daten, die Maschinen können heute alle mit sogenannten Shape-Dateien oder ISO-XML-Files Karten erstellen und verarbeiten. Die Frage ist natürlich immer, wie groß und wie was geht, aber wie die Praxis schon zeigt immer, oder landwirtschaftliche Erfahrung, wer nicht anfängt, hat schon verloren, weil wir nie dann dahin kommen. Wir müssen Erfahrungen jetzt sammeln, bevor wir gesetzlich genötigt sind, das zu machen. Und eine wichtige Sache, und das ist ein großer Vorteil dieser Offline-Systeme ist, das eine ist die Karte, die erstellt wird von euch, die wir haben. Aber wir müssen ja in Zukunft nach der Nachhaltigkeitsregularie auch rückverfolgbar das machen. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, den Leuten mitzuteilen oder den Behörden, was wir gemacht haben, wie weit wir reduziert haben. Und da kommen dann die Systeme wieder da rein. Und das ist das Schöne, Einfache. Ich habe die Karte von euch, habe meine Applikationskarte nachher, wenn ich fertig bin, lege die übereinander und sage, was ich für eine Deckung habe. Besser kann ich es nicht probieren. Und das ist das Wichtigste. Wenn man heute diese Karten nutzt, die man hat, wir haben ja hier ein Beispiel mit diversen Unkräutern, die hier simuliert sind, mit Punkten, die so von euch kommt. Und die Maschine kann ja dann einzeln, hier jetzt simuliert eine Einzeldüsenschaltung. Die Maschine fährt rüber, wir können mit unterschiedlichen Fahrgeschwindigkeiten, wir stehen jetzt hier, ist ein Simulator, wir haben kein richtiges Gerät. Aber ich weiß jetzt genau, ich muss diese einzelnen Ziele bearbeiten und treffen. Und das kann ich natürlich einstellen heute an den System, welche Voreignung habe ich, wie kann ich das Ziel treffen, weil letztendlich wird uns unser Kunde ja immer daran messen, wie gut wir waren. Das ist die Hauptvoraussetzung. Hast du weitere Fragen dazu, wie wir das denn genau machen? Oder? Ja, für mich ist es erstmal wunderbar, dass du es heute präsentiert hast. Wir haben die guten Erfahrungen ja gemacht mit euch, dass die Karten eben in dem Format, ist ein gängiges Shapefile-Format, im Prinzip funktionieren. Für mich ist die Frage, was ist bei euch die Besonderheit bzw. die Herausforderung, auch in Zukunft weiter auf Offline-Spot-Spray-Themen einzugehen? Stichwort GeoSelect, ihr seid ja in Australien schon noch einen Schritt weiter. Ja, wir haben also die Erfahrung gesammelt, natürlich sind immer die Anforderungen. GeoSelect in Australien, ein vorhandenes System, was natürlich ausgelegt ist für australische Bedingungen. 500 Hektar am Tag,
Wir haben oft genug darüber diskutiert, wie viel Hektar pro Stunde kann eine Drohne schaffen, wie kriegen wir die Daten. Die Schwierigkeit bei allen Offline-Systemen ist ja immer, ich muss die Daten verarbeiten, in einem lesbaren Geräteformat hinkriegen. Und da ist der Dienstleister vonnöten, der schnell reagieren können muss, die Sachen erstellen können. Das sind dann immer die logistischen Herausforderungen. Die Erfahrungen, die wir gemacht haben, wir kriegen in den Versuchen über 99% Deckung hin, die wir haben mit den Karten. Wir detektieren natürlich Unkrautdaten. Man muss natürlich auch Erfahrungen sammeln. Ich sage, wenn ich nur eine Deckungsrate von 5% Unkräuter habe, fahre ich gar nicht erst in die Ecke hin, das ist viel zu teuer. Das ist der Vorteil des Offline-Systems, weil ich eben die Daten vorherkriege. Ich kann vorher definieren, wo ich gar nicht hin muss. Wir haben auch Online-Systeme, aber Online-Systeme werden andere Vorteile haben. Die können mehr Datengenauigkeit liefern, direkt auf die Position bezogen. Aber da sind wir noch nicht, bei der künstlichen Intelligenz. Hier kriege ich eine Karte, die ich jetzt schon nutzen kann. Die passende Maschine haben, was schnell reagieren muss. Dann kann ich damit anfangen, probiere Karten aus. Und wenn ich dann meine auf lange Sicht, ich habe einen großen Nutzen und ich habe Intensivkulturen, dann gehe ich hin und hole mir praktisch meinetwegen eine Kamera, probiere das aus. Aber der Einstieg in diese Technologie ist am günstigsten über Offline-Karten. Über einfach erstellte Karten ausprobieren und gucken, was funktioniert. Und vor allem, ich kenne ja auch die Ausbringmenge vorher. Das heißt, über die Polygone können wir ja auch die Fläche genau berechnen. Man kann das genau. Wie viel Prozent der Fläche du applizieren musst. Das heißt, du kannst auch genau die richtige Menge anmischen im Vorhinein und fährst nicht auf die Fläche, ohne zu wissen, was dich überhaupt dort erwartet. Und natürlich hast du natürlich auch keine Technik auf der Spritze, sei es Kamerasysteme, Equipment, die dort installiert sind, verdrecken, wartungsanfällig sind. Also von daher sehen wir es auch so als ein System, was auch neben dem Online-System zukünftig weiter bestehen wird. Und wir glauben, je nach Betriebsstruktur wird sich das eine oder andere besser dort etablieren. Wie seht ihr das? Ja, und gerade, ich sag mal, wenn man die Zukunft denkt, die Nachhaltigkeitsregularie verbietet zwar vieles, was komischerweise drinsteht, ist, die Drohnenapplikation soll gefördert werden, was für mich natürlich fragwürdig ist. Aber je mehr Drohnenerfahrung wir sammeln, das kann nur gut sein für die landwirtschaftliche Praxis. Also man muss den Vorteil auch mal nutzen. Absolut. Danke dir, dass du heute hier warst. Christoph, vielen Dank.